Bam, 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 badam, bam, 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 badam, bam, 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 badam, bam. Mommy Made! Heute macht die Mami das. Hallo und herzlich willkommen bei Mommy Made. Heute ist mal wieder Zeit für ein DIY auf diesem Kanal, denn ich finde, wir können anfangen darüber nachzudenken, was wir Menschen an kleinen Geschenken mit auf den Weg geben, wenn es in Richtung Weihnachten geht. Und weil ich ein Fan von Geschenken bin, die sich selber aufbrauchen und nicht irgendwo rumliegen, sind Seifen bei mir immer ein sehr beliebtes Geschenk. Und deshalb machen wir heute Seifen in Form von Macarons. Solltet ihr neu hier sein, herzlich willkommen. Ich bin die Sarah. Hier auf dem Kanal gibt es jeden Freitag ein neues Tutorial aus den Bereichen Nähen und Do-it-yourself. Sollte das etwas sein, woran ihr Freude habt, dann abonniert doch hier unten den Kanal und aktiviert das kleine Glöckchen. Das Abonnieren hilft mir dabei, dass mein Kanal weiter wächst. Das Glöckchen hilft euch dabei, denn dann informiert euch YouTube über neue Videos von mir und ihr verpasst nichts davon. Ihr könnt natürlich auch nur abonnieren. Nur das Glöckchen geht, glaube ich, nicht. Das heutige Video wird unterstützt von Greenham, deren Produkte ich heute auch für die Produktion dieser DIY-Seifen verwende. Greenham bietet eine Bandbreite von Gießseifen, also Seifenbasen an für die Produktion von eben DIY-Seifen im beliebten Melt-and-Pour-Verfahren, also Gießseifen, wie ihr sie aus anderen DIYs, zum Beispiel von mir auf dem Kanal auch kennt. Ich bin sehr froh, dass ich über diese Produkte gestolpert bin, weil sie verschiedene meiner Bedürfnisse in Hinblick auf Nachhaltigkeit und Umweltschutz besser erfüllen, als das andere tun. Das eine ist, dass die alle umweltbewusst verpackt sind. Das andere ist aber, dass alle diese Seifenbasen SLS-frei und teilweise auch SLES-frei sind. SLS steht für Sodiumlaurylsulfat und da muss ich jetzt ein bisschen weiter ausholen. Das ist ein Tensid, das in den allermeisten oder in wirklich vielen Shampoos, Duschgelen etc. vorkommt, also eine waschaktive Substanz, die vor allen Dingen die Eigenschaft hat, wunderschön zu schäumen und auch noch sehr günstig in der Produktion zu sein, weshalb sie auch sehr breitflächig eingesetzt wird. Problem: Das Zeug ist so waschaktiv und entfernt Öle und Fette so gut, dass es bei empfindlicher Haut wie meiner zum Beispiel dazu führen kann, dass die Haut extrem austrocknet. Shampoo mit SLS dazu führt, dass die Kopfhaut schuppt, weil einfach nicht nur Öle und Fette an der Oberfläche eingeschlossen abgewaschen werden, sondern teilweise auch in den oberen Hautschichten. Das ist ein Problem. Weiteres Problem: In großen Mengen ist das Zeug toxisch für Wasserlebewesen. Natürlich nicht in der Menge, die wir jetzt hier in unsere Seife packen würden, wenn wir eine Gießseife nehmen würden, die dieses Tensid beinhaltet. Aber weil es eben so breitflächig eingesetzt wird, ist das durchaus ein Problem für die Umwelt. Und in Kombination dieser beiden Tatsachen bevorzuge ich es, Produkte zu verwenden, die SLS-frei sind. Und ich bin sehr, sehr froh, dass ich diese Seifenbasen gefunden habe, weil viele Seifenbasen, werdet ihr feststellen, die ihr aktuell da draußen kaufen könnt im Bastelbedarf, sind das eben leider nicht. Tiefergehende Infos zum Thema SLS und SLES verlinke ich euch wie immer in der Infobox, da könnt ihr euch weiter informieren. Ich benutze, wie gesagt, sehr, sehr glücklich diese Seifenbasen und war auch sehr überrascht, dass es eben nicht nur wie bei anderen Herstellern eine weiße und eine transparente Seifenbasis gibt, sondern auch mit pflegenden Beistoffen wie beispielsweise Shea-Butter, Aloe Vera oder sogar Ziegenmilch. Alles, was ihr für das heutige DIY braucht, ist eine weiße Gießseife. Ich werde die mit Shea-Butter verwenden. Ihr braucht Seifenfarbe, auch die gibt es von Greenham, auch die verlinke ich euch in der Infobox. Wer möchte, kann dann auch noch Seifendüfte hinzufügen. Ihr braucht ein paar Behältnisse und ein bisschen was zum Rühren. Ein Schneidebrett, ein Messer, einen Glasbehälter oder einen Topf, um die Seife aufzulösen, das zeige ich euch gleich. Und eine Mini-Muffin-Form. Ich habe so eine Silikonform genommen. Die gab es mal bei einem bekannten Kaffeeladen, bei dem es jede Woche eine neue Welt gibt. Sieht von unten so aus, von vorne so, ist wie gesagt für Mini-Muffins, gibt es in verschiedenen Ausführungen. Irgend sowas habt ihr bestimmt zu Hause oder seht es in der Stadt in der Nähe. Und es eignet sich wunderbar für das Erstellen von Macarons. Und wie das genau geht, zeige ich euch jetzt. Viel Spaß! So, ich verwende heute die Seifenbasis mit Shea-Butter, weil ich die besonders pflegend finde. Die Verarbeitung ist aber bei allen genannten Gießseifenbasen die gleiche und denkbar einfach. Ihr schneidet einfach ein Stück des Klumpen ab, schneidet den dann in etwa daumengroße Stücke, füllt das Ganze in ein Glasgefäß und könnt die Seife dann schmelzen, und zwar entweder in der Mikrowelle oder in einem Heißwasserbad. Von meiner geschmolzenen Gießseife fülle ich dann etwa 2/3 in ein separates Behältnis und füge dort die Seifenfarbe meiner Wahl hinzu.
Von Greenham gibt es ein ganzes Set Seifenfarben, die ihr auch untereinander kombinieren bzw. mischen könnt. Das verlinke ich euch so wie alle anderen Produkte in der Infobox unter diesem Video. Geht das vorsichtig an, fangt lieber mal erstmal mit einem kleinen Tropfen an und fügt mehr hinzu. Was drin ist, kann man nicht mehr rausnehmen und tastet euch so an den Farbton eurer Wahl an. Wer möchte, kann an dieser Stelle jetzt noch 1 bis 2 Tropfen Duftöl hinzufügen. Auch da hat Greenham ein Set im Sortiment, das ich euch verlinke. Das sind primär blumige Düfte. Ich persönlich bevorzuge den Rosenduft. Der ist sehr schön dezent und riecht wirklich sehr gut und verhindert in diesem speziellen Fall, dass jemand vielleicht fälschlicherweise in eine solche Seife hineinbeißt, weil er denkt, es sei ein echter Macaron. Wenn ihr soweit mit eurer Mischung fertig seid, nehmt ihr euch eure Mini-Muffin-Form vor und füllt für einen Macaron in 2 der Gruben etwa 1 Zentimeter hoch von eurer farbigen Gießseife hinein. Bam, 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 badam, bam. Unser Macaron soll eine weiße Füllung bekommen und dafür fülle ich die restliche weiße Gießseife in eine weitere Muffinformgrube. Das kann ruhig eine höhere Schicht sein. Wir zerteilen uns das hinterher auf die Breite, die wir brauchen. Die Gießseife wird, je nachdem wie heiß ihr sie gemacht habt, relativ schnell wieder fest. Ihr müsst also zügig arbeiten oder euch von Anfang an darauf einstellen, mehrere kleine Portionen häppchenweise aufzuwärmen und zu verarbeiten. Eingetrocknete Gießseife lässt sich ganz hervorragend, wie ihr hier sehen könnt, von Holzstäbchen, Rührgeräten und auch von Behältern ablösen. Die Reste könnt ihr entweder zu einem Klumpen formen und so als Seife verwenden oder für weitere Macarons oder für euer nächstes Projekt aufheben und dann einschmelzen. Wie lange es dauert, bis eure Macaronhälften fest geworden sind, hängt stark davon ab, wie warm die Seife erhitzt wurde und wie gut eure Form die Hitze hält. Lange dauert es jedenfalls nicht. Wenn ihr sicher seid, dass eure Hälften fest sind, könnt ihr sie entnehmen und jetzt verpassen wir diesen Hälften den typischen Macaron-Look. Ich mache das, indem ich am Rand mit einem Holzstäbchen oder ähnlichem kleine Löcher hineinpiekse und die typische Struktur simuliere, die gebackene Macarons am Rand haben. Bam, 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 badam, bam. So sieht das dann aus, wenn sie fertig sind. Bleibt noch unsere Creme. Dafür nehme ich mir meine weiße, fest gewordene Gießseife und schneide daraus runde Scheiben, etwa 3 bis 4 mm dick. Und jetzt müssen wir unseren Macaron nur noch zusammensetzen. Damit die Teile auch aneinander halten, gibt es 2 kleine Verarbeitungstricks. Der eine ist einer, den ihr kennt, wenn ihr schon mal in eurem Leben getöpfert habt, nämlich beide Oberflächen anzuritzen. Mit einem Kreuzmuster oder Zickzack oder irgendwie hin und her einfach die Oberfläche anzuritzen auf beiden Seiten, die hinterher aneinander geklebt werden sollen. Der zweite Tipp ist Alkohol. Und zwar reicht da ein handelsübliches Desinfektionsspray, wie wir es spätestens seit den letzten 2 Jahren vermutlich alle zu Hause rumstehen haben. Und davon sprüht ihr ein kleines bisschen auf eine der Seiten, presst die beiden Teile dann fest aneinander, wiederholt den Vorgang auf der Oberseite der Creme, wieder ein Sprühstoß drauf und drückt dann das Macaron ganz kräftig zusammen. Nicht wundern, am Anfang wird das alles noch ein bisschen hin und her rutschen. Einfach das Macaron eine Weile zusammengepresst festhalten und dann eine Weile ruhen lassen. Der Alkohol sorgt dafür, dass eine Verbindung zwischen diesen beiden Seifenschichten entsteht, die nach einer gewissen Trocknungszeit so schnell nichts mehr auseinanderbringt. Ich habe den ganzen Vorgang jetzt nochmal mit blau eingefärbter Gießseife wiederholt und dann habe ich auch noch eine gelbe Variante gemacht. Ihr könnt euch da natürlich farbtechnisch austoben und einen kompletten Regenbogen kreieren. So sehen meine fertigen Seifenmacarons jetzt aus. Und weil ich vermute, dass die Frage kommen wird und ich sie mir auch gestellt habe, hier der Beweis, man kann sich damit die Hände waschen. Diese Schichten gehen nicht beim Händewaschen wieder auseinander. Der Trick mit dem Anritzen und dem Alkohol funktioniert bei Gießseife wirklich. Ich finde, die kleinen Seifenmacarons geben ein wunderbares Geschenk ab. Solltet ihr sie stilecht in Macaron-Verpackungen verschenken, verseht sie bitte sicherheitshalber mit einem Hinweis, damit da niemand fälschlicherweise hineinbeißt. So, wenn euch dieses Tutorial gefallen hat, freue ich mich sehr, wenn ihr dem Video hier unten einen Daumen nach oben da lasst und meinen Kanal abonniert. Das hilft mir hier sehr weiter, damit mein Kanal weiter wächst und meine Reichweite weiter wächst. Danke an dieser Stelle, wenn ihr mich auf diese Art und Weise unterstützt.
Lasst mich doch in den Kommentaren unter diesem Video gerne wissen, ob ihr Lust auf weitere Seifen-DIYs habt, denn ich habe da noch so einiges geplant vor Weihnachten. Wenn ihr sonstige Wünsche für Videos habt, sei es aus den Bereichen DIY oder Nähen, packt mir das ebenfalls unter dieses Video in die Kommentare, denn dann landen die in diesem Wunschglas. Und einmal im Monat ziehe ich einen Zettel aus diesem Glas und erfülle einen dieser Wünsche. Das heißt, einmal im Monat gibt es hier auf dem Mommy Made YouTube-Kanal ein Video mit einem Wunsch aus der Community. Wenn ihr das nicht verpassen möchtet, wie gesagt, gerne den Kanal abonnieren. Ansonsten freue ich mich, wenn ihr auch so einfach mal ab und zu hier reinschaut und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.